There is a little sign on my Zoom screen. Now it's gone. No, okay. Meeting information with an exclamation mark. That's correct. Do you see that too? No. On the left beside the, now it's gone. Oh, okay. Let's just. We already started. Yeah. Okay. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Ein paar bekannte Gesichter, ein paar altbekannte Gesichter. Wenn ich da gerade sehe, wer da noch ganz dazu gekommen ist, den Herrn kenne ich auch schon etwas länger. Schön, dass ihr alle da seid heute und natürlich auch ein paar neue Gesichter für mich. Schön, dass ihr heute da seid. Weil Can I translate, please? Can I just make the sentence whole? It's easy. Yeah, because there is someone who does not understand German at all. That's why I would like to translate a little bit Okay, more so precise. then Is that start. okay? Yeah. Thank you. Sorry. Hello, everyone. Hello to the new faces. Hello to the very familiar faces. And hello to faces who are familiar, but that we have not seen in a very long time. Danke, Melanie. Danke. Wir wollten heute, oder Claudia hat einen wunderschönen Artikel geschrieben, wunderschönen Beitrag geschrieben zum Thema Trauer, Teil der Verkörperung hier auf Erden. Warum lehnen wir sie ab? Und ach nee, guck dir mal an, wer sich da undercover trifft, ist ja wohl das Wahnsinn, die Weiber da, es ist ja nicht zu fassen. Ich sehe es nicht, ich bin auf Speaker. Jessie und Gabi, also, ne? Wow, wie cool ist das Nicht denn? nur das, da sind noch mehr, also die Herrschaften haben Alchemieaustausch gemacht. Wie cool ist das denn? Yay! Das ist es, was wir wollen, das ist cool. super cool. Wir freuen uns voll. Also, wir wollten sprechen über das Thema Trauer. Teil der Verkörperung hier auf Erden. Warum lehnen wir sie ab? Yes, Melanie said that I've written a very nice post about grief. And the first question that I have, and that was also written in the post, is grief is part of the embodiment on this planet. So why do we reject it? Und ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwo drunter geschrieben habe und wieso, weshalb, warum meinen wir müssen sie die ganze Zeit festhalten. Yes, and the second question then would be, why do we think we have hold on to it? Because we're taught to. Weil es uns beigebracht wird. We're supposed to grieve for years and years and years. Wir sollten, das wird uns beigebracht, für Jahre und Jahre trauern. Truly, you look back at history. Schaut zurück in der Geschichte. A lady becomes a widow. What does she do? She wears black. Eine Dame wird zur Witwe. Was muss sie tun? Sie muss schwarz tragen. For the rest of, in some countries, for the rest of her life. Yeah. And in manchen Ländern für den Rest ihres Lebens. And in some countries, the lady is referred to as widow so-and-so. Und in manchen Ländern ist es sogar so, dass wenn man über die Dame spricht, dann wird sie ewig für den Rest ihres Lebens als die Witwe von Herrn sowieso tituliert. I mean, could you imagine being called Widow Claudia for the next 40 years? Kannst du dir vorstellen, dass du die Witwe... so it's really, you say the first name, but before the name you put widow? Yeah. Oh, yeah. okay. Yeah, I didn't know that. It could be Widow Weinhappel or Widow König, you know. Yeah. Also es ist scheinbar wirklich, das wusste ich nicht, in manchen Ländern so, dass man Witwe vor den Namen der Person stellt.
Also es wäre dann Witwe Claudia oder Witwe Weinhappel oder Witwe Melanie oder Witwe König. Kann man sich das überhaupt vorstellen? Hier bei uns? So down the last 200 years, we've been trained to do this. Die Maybe even letzten longer. 200 Jahre oder sogar länger wurde uns das beigebracht. Wir wurden darauf trainiert, das zu tun und ewig zu trauern. We've watched generation after generation grieve forever. Wir haben Generation über Generation beobachtet, wie sie ewig trauern. We go to, I know in New Zealand, Australia, we go and stand on Anzac Day outside a cenotaph and we remember the soldiers who died in World War I and World War II. Yeah, we have that too. Hmm. Also das kennen wahrscheinlich viele. Greg sagt, es gibt es in Neuseeland. Da geht man raus zu diesen Gedenktafeln und dann trauert man über die gefallenen Soldaten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. We don't remember what they achieved, Wir können uns überhaupt nicht daran erinnern, was die erreicht haben, we just remember their sacrifice and their loss. aber woran wir uns erinnern, ist die Opfer, die sie gebracht haben und den Verlust. So this is why we hold on to these emotions for so long, because we are taught to. Das ist der Grund, warum wir an diesen Emotionen so lang festhalten, weil uns das einfach so gelernt wird. But you know, all of these emotions, they're all just a choice. Aber alle diese Wahlen, die sind einfach eine Wahl. Alle diese Emotionen sind einfach eine Wahl. And grief is just another form of emotion. Und Trauer ist einfach eine Form einer Emotion. So, wenn wir das gewählt haben, zu haben in unserem Leben, was macht das mit unseren Körpern? If we choose to grieve like forever, what does this create for our bodies? Contraction, pain, old age. Zusammenziehen, Verhärtungen. What was the second word? Contraction. Schmerzen, Yeah, Anspannung im ganzen Körper. it really creates a slow death. Was es kreiert, ist einfach einen langsamen Tod. And when you think about it, when you're in that grieving mode, Und wenn du drüber nachdenkst, wenn du in diesem Trauermodus bist, are you trying to create life or have you just stopped living? bist du wirklich dann, wenn du in diesem Trauermodus bist, dabei, ein Leben für dich zu kreieren oder hast du in dem Modus aufgehört zu leben? So for me, this has been a deliberate training that we've been given. This has been quite deliberate. It's to separate us from creating more in our lives, from being more. Für mich ist es wirklich so, dass das bewusst kreiert wurde für uns, antrainiert wurde, damit wir uns vom lebendigen Leben abtrennen und aufhören, mehr für uns zu kreieren. I mean, feel it. If you're stuck in grief, are you going to create more? Are you going to change your life? Wirklich, schau dir das an. Wenn du feststeckst in der Trauer, ist es wirklich so, dass du dann weitergehst, mehr kreierst. Every time you start to feel happy, you will stop yourself. Jedes Mal, wenn du dich irgendwie glücklich fühlst, wirst du dich zurückholen wieder in diesen Trauerzustand. Because you're supposed to be grieving, so you can't be happy. You can't have joy. Weil du solltest eigentlich trauern. Das ist das, was von außen verlangt wird. Also darfst du nicht Freude haben. Und but at the same time, we said we reject grief, so we don't allow ourselves to grieve
Mhm. No, properly, that puts up for me the question, what is grief? so truth. Real, and can I translate? Sorry, I know it was the wrong way. Und für mich ist jetzt, wenn wir sagen, es wird uns beigebracht, so lange zu trauern, wir haben aber auch die Frage gestellt, warum lehnen wir Trauer ab? Das ist offensichtlich eine Kontroverse. Und so die Frage ist, was ist Trauer eigentlich und wie trauert man dann richtig and how do we grieve correctly? So, truth. Do we really reject grief, or do we hide the grief and reject the grieving? Wahrheit. Lehnen wir wirklich Trauer ab oder verstecken wir die Trauer und lehnen wir das Trauern ab? Can you explain that a little So- bit, please? It's a bit like somebody who's really angry all the time. Es ist ein bisschen wie jemand, der die ganze Zeit total verärgert ist oder zornig. But because it's not appropriate to be angry, they push it down. Und weil es aber nicht in Ordnung ist, anerkannt ist, passend ist, wenn man zornig ist, unterdrückt man es die ganze Zeit. And they're all joy, 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 and really nice. And what? And they're all joy, 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 and very nice. Und was sie dann tun, ist, sie sind fröhlich, fröhlich, fröhlich und die ganze Zeit lieb und nett. What do the people around them feel? Und wie fühlen sich dann die Leute rundherum um die Person? They feel this passive anger. Und sie fühlen eine passive Zorn, eine passive Wut. And they feel the lie. They see the lie. Und sie fühlen oder sehen die Lüge. So do we really reject grief, or do we just reject being allowed to show it? Also lehnen wir wirklich die Trauer ab oder lehnen wir ab, die Trauer zu zeigen? What happens when you bury an emotion and more of that emotion on top and on top and on top? Was geschieht, wenn du eine Emotion vergräbst und sie permanent immer wieder vergräbst? Und, ja, Sie brodelt, oder? it starts like simmering. Yeah. Mhm. And then one day somebody just pokes the bear. Und dann eines Tages ist es so, that's a little bit like a volcano that builds up and then Boom. suddenly, ja, also Ja. es ist wie, das brodelt quasi unterirdisch und wie bei einem Vulkan und dann irgendwann, dann stupst dich einer nur an und dann explodiert. But you see, it doesn't just happen once, it happens every time after that. Und dann passiert das aber nicht nur einmal, dieser Vulkanausbruch, sondern der passiert dann regelmäßig. Because we haven't addressed the underlying emotions from the past. Weil wir einfach nicht uns diesen zugrunde liegenden Emotionen, den Ursprungsemotionen, weil wir uns diesen niemals zugewendet oder sie adressiert haben. And no matter how much you apologize for the last eruption, Und egal wie oft du dich für so einen explosiven Wutausbruch entschuldigst, you will keep erupting because you have no control of what's coming up from your past until you du see it. wirst weiter und weiter ausbrechen, in Wut ausbrechen, weil permanent die Vergangenheit immer und immer wieder hochkommt, bis du dir das wirklich anschaust. Until you acknowledge, Bis Shit. du anerkennst, Scheiße, I'm grieving for my grandmother who died when I was 3 years old. She was my best friend. ich trauere immer noch um meine Großmutter, die gestorben ist, wie ich 3 Jahre alt war. Sie war meine beste Freundin. I'm grieving because my father gave my dog away at Christmas time. Ich trauere, weil mein Vater meinen Hund weggegeben hat und das gerade zur Weihnachtszeit, also ihn mir weggenommen hat.
all of these things until you really acknowledge this. Alle diese Dinge, bis wir die nicht wirklich anerkennen, We've made conclusions. We're not good enough. We're not allowed to be happy. We're not allowed to have joy. bis wir das nicht wirklich anerkennen, funktionieren wir aus den Schlussfolgerungen heraus. Es ist uns nicht erlaubt, happy zu sein. Es ist uns nicht erlaubt, fröhlich zu sein. Und es ist uns ja auch nicht erlaubt, dann in Wahrheit zu trauern, korrekt? And we are not allowed to grieve in No. real. Yeah. Because Mhm. most people around you are trying to deal with the grief from their past. So when you're grieving, it's too much for them. Die meisten Leute rund um dich herum versuchen immer noch mit ihrer vergangenen Trauer fertig zu werden, können nicht damit fertig werden. Und wenn sie dich dann trauern sehen oder erleben, dann ist es zu viel für sie, weil sie ja mit ihrem eigenen Zeugs gar nicht klarkommen. Und dann ist das von außen on top einfach too much. Yeah. Do you know why most people get really grumpy with noisy children Wisst when ihr, they're at a warum, class or something? wisst ihr, warum die meisten Leute wirklich krantig werden, wenn Kinder speziell in Kursen oder so laut sind? It's not because of the noise they're making. Es hat nichts mit dem Lärm zu tun, den die Kinder machen, It's because those children are getting away with things that they weren't allowed to do when they were children. sondern deswegen, weil sie selbst als Kinder keinen Lärm machen durften, bestraft wurden oder so. Und diese alte Emotion aus der eigenen Kindheit brodelt immer noch, also dürfen andere Kinder, selbst wenn wir jetzt als Erwachsene das beobachten, auch nicht laut sein, weil wir durften sie auch nicht als Kinder. True. People who get really annoyed with people at a restaurant that are loud because they're laughing and happy. Manche Leute sind wirklich genervt, wenn in einem Restaurant andere Gäste auf dem Nebentisch oder im selben Raum wirklich laut werden, einfach nur weil sie Spaß haben. How many times were they told they were to be seen and not heard Wie as oft children? wurde manchen Leuten beigebracht als Kinder, dass sie nicht laut sein durften, damit man sie nicht sieht oder hört. Oder damit, bei uns sagt man, damit man nicht auffällt auch, ja. And it's also in Germany and in Austria and I guess in some other countries it's definitely not appropriate as a kid to be loud. No. Because you are not allowed to interrupt the adults. Ich meine, in Österreich und in Deutschland und wahrscheinlich in mehreren europäischen Ländern ist es definitiv nicht erlaubt, dass die Kinder laut sind, weil man unterbricht die Erwachsenen ja nicht im Gespräch. That's different in Mediterranean countries where kids up to a certain age have a lot of allowance. Yeah. Und ich meine, Ja. in mediterranen Ländern ist es zum Beispiel ganz anders, weil da haben die Kinder ja bis zu einem gewissen Alter wirklich wohl sehr viel Erlaubnis für alle möglichen Dinge. But this is why we hide our grief. This is why we bury this stuff. Das ist, warum wir unsere Trauer verstecken. Das ist der Grund, warum wir unsere Trauer tief vergraben. But you know, if you're willing to truly go to the dark place, Aber weißt du, wenn du wirklich bereit bist, in diesen dunklen Raum der Trauer einzutauchen, to really feel the grief, the sadness, wirklich die Trauer und die Traurigkeit wirklich zu spüren und zu fühlen, really acknowledge it, wirklich auch anzuerkennen, embrace it, sie zu umarmen, it will no longer have power on you. dann hat es keine Macht mehr über dich, dieses Gefühl, diese Emotion. And then you're free to choose different possibilities.
Und dann hast du die Freiheit, bist du frei, neue Möglichkeiten zu wählen. Yes, Miriam, you wanted to ask a question or say something? Als ich den Titel gelesen habe vom heutigen Zoom, When I read the title of this Zoom, sind mir unter anderem zwei Geschichten eingefallen. two stories came to my mind. Einmal als kleines Kind war ich traurig, weil ein totes Tier am Straßenrand lag. When I was a kid, I saw a dead animal lying on the street, and I was really sad about that. Und ich fing an zu weinen. And I started crying. Und meine Oma sagte, du bist einfach zu sensibel. Das ist nicht schlimm. And my grandma said, "You're just too sensitive. There's nothing wrong there. Nothing happened really." Ja, und als mein Opa gestorben ist And when my granddad died, und ich wirklich traurig war und das auch gezeigt habe, and I was really sad about that, and I also showed my sadness. Take your time. Lass dir Zeit. Alles gut. wurde ich von dem Rest meiner Familie richtig komisch angeguckt. Really, the rest, all the other family members looked as if I was totally weird. Und in dem Moment habe ich geschluckt And I just swallowed it down. und die ganze Traurigkeit runtergeschluckt und I swallowed down all the sadness. ja. And even now, it still comes up. Und sogar jetzt kommt sie tatsächlich nochmal hoch. Ja. So, would you be willing to just allow that emotion to come up, acknowledge it, so that you're free for the Wärst future? du bereit, diese Trauer, der Trauer die Erlaubnis zu geben, hochzukommen, sie zu fühlen, that it can free? Say that again. So that you're free of it. Damit, It no longer blocks you. damit du frei davon wirst, damit es dich nicht länger blockiert und zurückhält. Ein Stück weit, ja. A little bit, yes. Just spend some time pondering it and feeling it. Allow yourself, the body, to let it go. Verbringt einfach ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken und es wirklich zu fühlen und erlaubt dem Körper, es loszulassen. Ja. And if you want help, you know, there's lots of alchemists around you that can do a session with you. Und wenn du Hilfe brauchst, du weißt, du hast immer irgendwo Alchemisten in deiner Nähe, die dir damit helfen können oder dich unterstützen. Definitiv, ja. Vielen Dank. Get Gisa to run a session with you and just cry your eyes out. Ja, bring Gesa dazu, dir eine Session zu geben zum Beispiel und dann heul dir die Augen aus. Ja. I had one lady who was on my table and all this grief came up and she screamed so loud. My neighbors from the house next door came running across the lawn to my place to find out what the hell I was doing to this lady. That was in New Zealand, so it was not just 2 meters away. No, it was like my house was 50 meters from the next house. Ich hatte mal eine Dame in Neuseeland in meiner Praxis auf dem Massagetisch, die hat, wie sie ihre Traurigkeit und ihre Trauer losgelassen hat, so geschrien, wie sie sich dadurch gefühlt hat, dass meine Nachbarn, die 15 Meter oder so entfernt waren, über den Rasen angelaufen kamen und geschaut haben, ob alles okay ist. Ja, vielen Dank. Really allow yourself to feel it and just go, thank you, body, we can let this go now. Und erlaubst dir wirklich zu fühlen und dann sag zu deinem Körper, danke Körper, jetzt können wir das loslassen. And you know, you'll still remember your Opa and you'll feel sad. Du wirst dich immer noch an deinen Opa erinnern und dich dann traurig fühlen. But it's not that all-consuming sadness anymore.
Aber es ist nicht diese dich komplett vereinnahmende Traurigkeit. You just miss the companionship and the physicality. Du, Which is du different. vermisst dann einfach diese Begleitung und das Physische, das Körperliche. Ja, vielen Dank. You're welcome. Okay. It's Gudrun has lifted her hand too. really, I don't know if we should let Gudrun talk. Yes, Ich Gudrun. wollte das nicht unterbrechen. Hallo. Mir ging es beim Retreat so, dass ich in einem Gespräch mit einem anderen Teilnehmer, Ja, dass die Trauer über den Vater, der verstorben ist, ganz, ganz groß war. I had at the retreat in a chat with another participant that the sadness about the death, über deinen Vater, ja? Ja. About the death of my father came up. Und ich hatte wirklich die Möglichkeit, richtig zu heulen und die Trauer zu spüren und zu fühlen. And I really had the possibility to really feel the sadness and the grief fully. Und danach hatte ich aber so eine Dankbarkeit für alles, was mir der Vater ermöglicht hat, But dass ich after that, seitdem I had such a big feeling of sense of gratitude for everything that my father made possible for me, dass ich jetzt also einfach nur noch sehr, sehr, sehr dankbar an ihn denke. so that what happened through that, I can now, when I think back of my father, just feel this immense amount of gratitude when I think of him. Really cool, hey? Can you see how by feeling this grief and allowing yourself to recognize and acknowledge it, Könnt you're ihr, free to see the Könnt other ihr- things. könnt ihr sehen, dass wenn ihr euch wirklich die Erlaubnis gebt, dieses Gefühl, diese Emotion wirklich wahrhaftig zu fühlen und quasi, wir würden sagen, rauszulassen, also da durchzugehen. And now I lost the rest of the sentence. We're free to then receive the other parts of that, like the gratitude and the joy. Dann sind wir wirklich frei, dass wir auch die anderen Anteile, die anderen Emotionen fühlen können, nämlich zum Beispiel die Dankbarkeit für diese Person. This is where I'm so grateful for my heritage. Das ist, wo ich so dankbar bin für mein Erbe. See, when somebody dies, it's really a big party. Wenn jemand stirbt, dann ist das wirklich ein großes Fest. So we get together, the whole family, the extended, could be 200 people. In Neuseeland ist das ein großes Fest. Die ganze Familie kommt zusammen, wenn jemand stirbt. Das ist so, da kommen 200 Leute oder so. The coffin's there beside us, and we're talking and playing with the body, talking to the person. Und der Sarg, der Tote ist aufgebahrt in seinem Sarg und wir stehen da rundherum und wir spielen daneben. We're laughing, we're telling stories about the person that's dead. Wir sprechen mit dem Toten, wir erzählen Geschichten über den Toten, wir lachen. Im gleichen Raum findet das alles statt, wo der Tote aufgebahrt ist, ja. Nicht so wie bei uns, wo man schweigen muss. Here, when someone in an open coffin, you have to be very quiet, you know. We're so noisy. Wir sind einfach ein lautes Volk in Neuseeland. And we laugh, we cry, we do all Wir of that. lachen, wir weinen. And then we put the lid on, we take the person to the cemetery, put them in the hall. Und dann tun wir den Deckel auf den Sarg, wir bringen die Person zum Friedhof. So we've had 3 days of talking to the person, we bury them. Wir hatten 3 Tage, wo wir mit der Person gesprochen haben und mit ihr noch verbracht haben. We let go our grief there at the cemetery. Wir lassen unsere Trauer los am Friedhof. And I've heard some of the most primal cries, really animalistic, tear, soulful
Und ich Longing. habe wirklich in diesem Zusammenhang Schreie, tiefe Urschreie gehört. We do a haka, Wir machen einen Hacker, gratitude. einen Hacker aus dem Raum der Dankbarkeit. Then we all go back to the house and we have a party for 3 days. Und dann gehen wir zurück zum Haus und feiern für 3 Tage. We talk about the person that died and we catch up with cousins and family we haven't seen in 10 years. Wir sprechen über die Person, die gestorben ist. Wir treffen, da das ein großes Familientreffen ist, unterhalten wir uns mit unseren Cousins und Cousinen einfach über ihr Leben und was sie so getan haben in den letzten Jahren. And that's when it's really cool. Und das ist wirklich cool. So, yeah, I'm glad I didn't get raised a Catholic or Well, we just speed that up because after the funeral, we go and have lunch or dinner together, and that doesn't have to be said in Austria. that's I cool. don't know how it's in other parts. In Österreich ist es so, wir haben den Leichenschmaus nachher. Ja, ist so. Also das heißt, nach dem Begräbnis geht die ganze Familie zusammen zum Leichenschmaus, also essen. Und das kann dann schon, also ich meine, nicht partyartig sein, aber wir essen alle gemeinsam und dann sind wir eigentlich auch dankbar und es darf auch fröhlich sein. I mean, we don't have a party, but it's a Yeah. family meal, yeah. The last funeral I went to was here in Austria, it was in Vienna. Und das And there were no tears. Das letzte Begräbnis, wo ich war, das war in Österreich und da gab es keine Tränen. No I one was not cried. there. Niemand hat geweint. I mean, almost tougher than the British with their stiff upper lip, you know, Tougher than what? the stiff upper lip of the British, where they don't cry, they don't show emotion. Okay. Und das war fast härter als die steife Lippe der Briten, die ja keine Emotionen zeigen. It's crazy. Das ist echt verrückt. That's one of the reasons why I don't go to funerals, because I cry like crazy. Das ist mit einer der Gründe, warum ich in Österreich auf keine Begräbnisse gehe, weil ich weine ganz heftig bei Begräbnissen. But Claudia, you cry when you're happy. Ja, yes, I know. Aber ich weine halt auch recht heftig, wenn ich glücklich bin. So yeah, but this is it's like this with most of our emotions that have been considered, you know, we don't show them in public. Das We don't ist show wie our anger, ganz, we don't show our ganz viele sadness. Emotionen. Wir zeigen, das haben wir gelernt, wir zeigen unsere Emotionen nicht in der Öffentlichkeit. Yeah, but if we would let ourselves grieve even when we are at home alone and not show them in public, that would already be sort of okay, but we've just taken We don't that- even do that. No. Yeah, we've just taken it over that we are not allowed to feel any emotions, even when we are alone. Und das wäre ja auch in Ordnung, wenn wir das halt so machen würden, dass wir es nach außen nicht zeigen, aber dann quasi im stillen Kämmerlein trauern, wirklich das fühlen. Aber wir haben das einfach so übernommen, dass wir gar nicht trauern dürfen. Oder jede andere Emotion, ja. Ich habe eine Frage, Yeah. weil es ist ja nicht nur so, dass wir trauern, wenn ein Mensch gegangen ist oder wenn wir beim Begräbnis dabei sind. Es ist ja auch eine Art der Trauer. It's not only that we grieve if someone left at a funeral or so. No. There can be all sorts of things in our life. Ja, Ja. also auch wenn wir uns zum Beispiel von einem Lebenspartner oder getrennt haben oder von einem Lebensabschnitt
oder von einer Situation getrennt haben. Even if we've separated from a partner, a certain form of life, a certain life situation. Yep. All of these things. Yeah. I mean, really, Alles das. how many of you are still holding on to the grief that you felt when your first boyfriend left you? Or your first Wie viele von euch halten immer noch an der Trauer fest, die ihr gefühlt habt, wie euer erster Freund oder Freundin euch verlassen hat? Und wie viele von uns glauben, weil sie uns verlassen haben, heute noch, wo wir etwas älter sind als damals, dass wir es ja nicht wert sind, geliebt zu werden? Richtig. On top comes Sorry. how many of us believe because we were left by the first boyfriend or girlfriend, we are not worthy being loved. Yeah. These are the conclusions our young minds make, and then we spend the rest of our lives confirming those conclusions. Das sind diese Schlussfolgerungen, die unser junges Selbst trifft. Und dann verbringen wir den Rest unseres Lebens damit, genau diese Schlussfolgerung immer und immer wieder zu bestätigen. And Right. We create I wrote- situations that remind us and remind us and remind us. Und wir kreieren Situationen, die uns immer wieder an diese Schlussfolgerung erinnern. And I wrote in the post that if a new situation is coming and we have not let go all the emotions of the situation that has come to an end, we cannot embrace the new possibilities. Das habe ich sorry, I just can't do it the other way around. Yep. At the moment. Und ich habe in dem Post auch geschrieben, wenn wir nicht die Emotionen dieser alten Lebenssituation der vorherigen losgelassen haben, dann sind wir auch nicht in der Lage, uns neue Möglichkeiten wirklich offen zu empfangen. True. If you It is haven't a- let go the grief of the broken relationship or whatever, Wenn du die Trauer des gebrochenen Herzens, dieses Bruchs der Partnerschaft oder so nicht losgelassen hast, the conclusions you make around those emotions und wenn diese ganzen Schlussfolgerungen, die du rund um diese Emotion getroffen hast, create an environment where you're constantly looking at your new friend, waiting for them to happen again. genau das kreiert, dass du immer wieder bei deinem neuen Freund oder bei deiner neuen Freundin kreieren wirst, dass diese Trennung wieder passiert, weil du immer noch an der Trauer von der vorherigen Trennung festhältst. Because you know Weil They're du gonna leave you. weißt, sie können dich verlassen. And you actually fear that it happens again. And Yeah. through that, you create it. und durch die Angst davor, dass dich der Neue oder die Neue verlassen wird, kreierst du genau das, nämlich das Verlassenwerden. Miriam wrote, that's why the body processes are such a gift. Absolute. Das Absolute. ist, warum die Körperprozesse so ein Segen sind. Ja. Totally. You know, the body process that you learn in the class, the space that you learn to create in the class, Dass der Körperprozess, den wir in den Alchemiekursen lernen, der Körperprozess, der Raum, den wir in den Alchemiekursen lernen, it all helps you to let go in a way that's safe and kind to you and the body. allen unterstützt alle beim Loslassen auf eine gesunde, leichte Art und Weise für den Körper und für dich. I mean, we've seen some incredibly
brave people let go some deeply fearful stuff from memories and sometimes even just conclusions. Wir haben einige Leute in Kursen beobachtet, die ganz, ganz tiefe, alte Emotionen in den Kursen losgelassen haben. Die waren wirklich mutig, das im Kurs wirklich da durchzugehen, um dann rauszutreten aus dem und weiterzugehen. It's just been truly amazing. Das war wirklich wunderbar und großartig. So Ja, so whoever is interested. Hat irgendeiner eine Frage? Sorry, ja. Ah, Danke. sorry, dass ich da rein. Danke. Has someone a question, a thought that he or she wants to throw in the middle? Ob es nun zum Thema Trauer passt oder nicht. Ist ganz egal, ob es, no matter if it's Thank you for matches. translating me in German, from German into German. No matter if it matches grief or can also be another question. oh, it looks like Yes is lining herself up with the microphone. No? Nein. Oh my gosh. That's a surprise. Ich habe eine Frage. Ja. Hallo. Manchmal gibt es auch Gefühle, die ganz unklar zu definieren sind. Also ich habe manchmal Gefühle, wo ich denke, das ist eine Form von Trauer, die für mich aber, sage ich mal, vom Verstand her nicht zu greifen sind und ich die Ursachen so zu greifen kann. Sekunde, und definieren warte ganz kurz einmal zu Darf ich kurz übersetzen, bitte, damit ich nicht alles verliere? Danke. Sometimes I feel emotions. I interpret them as sadness, but there's also something else additional that my mind actually cannot really say what emotion that is. You cannot define it. So first question I ask you, Christine, and is it Anne, Christine, or just Anne? Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, und wie spreche ich dich an? Anne, Christine oder nur Anne? Oder Anne? Anne. Anna. Anne. So the first thing I'd ask you always is, are you aware of your own emotions or are you aware of the people around you? Die erste Frage, die ich dir immer stellen werde, ist, hast du ein Gewahrsein über deine eigenen Emotionen oder über die Emotionen von den Leuten rund um dich herum? Okay, that's question number one. Das Question ist number Frage two Nummer 1. Frage Nummer 2 is, if it's not sadness, are you actually aware of gratitude? wenn es nicht Traurigkeit ist, hast du vielleicht ein Gewahrsein über Dankbarkeit, Of a deep joy? tiefe Freude, because deep joy often creates tears and we interpret that. It's And sadness. what we can also do is we can feel more emotion, more than one emotion at the same time. Also das eine ist, dass tiefe Freude sehr oft, wenn sie wirklich wahrhaft gefühlte Tränen kreiert. Wir haben aber gelernt, Tränen zu interpretieren als Traurigkeit. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist, du kannst mehr als eine Emotion gleichzeitig fühlen. Das heißt, da kann Traurigkeit sein, plus Freude parallel oder Dankbarkeit. So I give you an example of the confused messages that we have in our minds. Ich gebe dir ein Beispiel über diese Um dieses Durcheinander in unserem Hirn. Danke. Wir nehmen die kölsche Übersetzung, okay? Ja. Chemically in the brain, there is Chemisch, no difference between fear and excitement. chemisch ist es so, dass im Gehirn kein Unterschied ist zwischen Angst und Aufregung. And if you were to ask somebody to describe how their body feels when they're nervous,
wenn du jemanden hast, der beschreibt, wie sich sein Körper anfühlt, wenn er nervös ist, and then you ask them to describe how they feel when they're excited, und dann fragst du sie, wie sich der Körper anfühlt, wenn sie aufgeregt sind, they use the same words. dann benutzen die meistens dieselben Worte. So you all studied Goethe when you were at school, yeah? Ihr habt alle Goethe studiert in der Schule, oder? So in his time, they would talk about the tears of joy and gratitude. Zu Goethes Zeiten gab es den Ausdruck, und wir haben ihn eh auch noch, aber der ist schon sehr alt, Tränen der Freude und Tränen der Dankbarkeit. Not long after that, they turned that around, so it just became the tears of sadness. Aber im Laufe der Zeit, knapp danach, haben sie das also wirklich so gedreht, dass alle Tränen nur mehr Traurigkeit waren. So now we don't know if we're happy or sad. Und jetzt wissen wir gar nicht mehr, ob wir glücklich oder traurig sind. One time when my youngest daughter she was crying. She was absolutely sobbing. Meine jüngste Tochter zum Beispiel einmal, die hat so geweint und tief geschluchzt. And I said, oh, what's wrong, Lara? Und ich habe zu ihr gesagt, Lara, was ist denn los? Was ist I don't know, passiert? Daddy, I'm just so happy. Ich bin so glücklich. And this is the truth that we see in children. Und das ist die Wahrheit, die wir in Kindern sehen. And then we're taught as we grow up, no, you're not happy, you're sad, you're crying. Aber während wir dann aufwachsen, lernen wir, nein, du bist nicht glücklich, du bist traurig, weil du weinst ja. So if you feel your body right now, and you're not sad, Wenn du deinen You're happy. Körper jetzt fühlst, Anne, dann ist es wirklich so, dass du nicht traurig bist, sondern glücklich. your whole body is just filled with a sense of gratitude and joy. Dein ganzer Körper ist gefüllt mit diesem Gefühl von Dankbarkeit und Freude. So next time you start to feel these weird sensations, emotions, go, oh my God, I'm happy about something. Und das nächste Mal, wenn du so ein Gefühl im Körper hast und das fühlt sich komisch an, dann kannst du auch sagen, wow, ich freue mich über was. Yeah, oida. I will not translate that. Oh, okay. Stop that point. So, but thank you for the question. Danke für die Frage, Anne. Yeah. Danke für die Antwort. Thank You're you for the welcome. answer. Yeah. We really do confuse how we feel because of the way we are taught in this reality, in this lifetime, how we're supposed to be and not supposed to be. Es ist wirklich so, dass wir das komplett durcheinander bringen, wie wir uns fühlen, aufgrund dessen, wie uns beigebracht wird, dass wir uns fühlen sollen. We get confused about what's appropriate and what's not. Wir sind völlig durcheinander, was passend ist und was unpassend ist. I mean, even what we're allowed to receive, what we can receive and what we want, Was wir uns erlauben können zu empfangen, was wir meinen überhaupt empfangen zu können oder was wir meinen zu wollen. oh my God, you're not allowed to want that. It's so selfish. Oh mein Gott, sowas darfst du dir nicht wünschen oder haben wollen. Das ist so selbstsüchtig, egoistisch. You know, and if there's one piece of biscuit left on the plate, you have to leave it for somebody else, even though you're the only one in the room that wants it. Wenn du zum Beispiel noch einen Keks oder einen Keks ja am Teller liegen hast, dann kannst du doch das letzte Keks nicht nehmen oder den letzten Keks, weil selbst wenn du der Einzige im ganzen Raum bist, der eigentlich den Keks haben will, aber nein, den letzten, den darf man nicht nehmen. How crazy and fucked up are we? Wie verrückt und fucked up Deppert. sind Deppert. wir. Yeah. Ja, Really, it's this for us all. wirklich, das ist für uns alle. And because
we bottle the grief down. Und We weil decide- wir, sorry? No. Und weil wir diese Trauer so unterdrücken und runterdrücken, While we bottle down only there's the so-called inappropriate emotions, und während wir alle diese sogenannten unpassenden Emotionen alle unterdrücken und runterschlucken, we're unable to receive the joy we are asking for. sind wir nicht in der Lage, die Freude zu empfangen, nach der wir tatsächlich fragen, die wir so haben wollen in unserem Leben. Because we're not allowed to, we're not good enough. We just, Das ist uns einfach nicht erlaubt. Wir sind nicht gut genug dafür. That was very inappropriate, by the way. Das war jetzt natürlich sehr unpassend. Das macht man ja nicht, überhaupt nicht als Dame. Das ist ja nicht ganz so schlimm, weil wir haben ja kein Facebook Live heute. It's not such a problem because we don't have a Facebook Live today. you know, it's like just wow, you know. I really challenge you. I really invite you to choose more joy and let go your past. Fordere euch wirklich heraus. Ich lade euch ein, mehr zu wählen und eure Vergangenheit loszulassen. Not only choose it, but then receive it. Wählt das nicht nur, sondern empfangt das auch wirklich. And it's really about letting go the emotions, the so-called negative emotions of the past so that we can go on. We Yeah. still have a memory of our past. Ja, und es ist wirklich, es geht darum, nicht unsere Vergangenheit, die Erinnerungen loszulassen, sondern nur die sogenannten negativen Emotionen, die wir haben im Zusammenhang mit diesen Erinnerungen loszulassen, damit wir weitergehen können. Also die wir im Prinzip da dran geklebt haben Ja, oder that damit are verbunden haben. almost like glued to the memories, those emotions, the negative ones. Interesting, we don't remember the positive ones. Ja, Mhm. und was wirklich total interessant ist, ist, dass wir ja meistens an diesen negativen Emotionen so festhalten und uns an die positiven gar nicht erinnern können. So each night before you go to bed, Also jeden Abend, bevor ihr schlafen geht, create a list in your mind of all the things you are grateful for. kreiert eine Liste in Gedanken für alle Dinge, für die ihr dankbar seid. All the things you've achieved, Alle Dinge, die ihr erreicht habt. all the friends you're grateful for, Alle Freunde, für die ihr dankbar seid. even the strangers that you've met. Auch die Fremden, die ihr getroffen habt. Go to sleep with that feeling of gratitude. Geht schlafen mit diesem Gefühl der Dankbarkeit. And when you wake up in the morning, just simply say thank you. Und wenn ihr in der Früh aufwacht, als erstes sagt ganz einfach Danke. And each time during the daytime that something else positive happens, Und jedes Mal untertags, wenn etwas Positives passiert, go, wow, how cool. sagt, wow, wie cool ist das? Thank you, universe. Danke, Universum. Thank you, me. Klopft euch auf die Schulter. Dankt euch selbst. And then the list grows. Und dann wird diese Liste immer länger, die Dankbarkeitsliste. You know what happens when that happens? Wisst ihr, was geschieht, wenn ihr das macht? You start to shine. Dann beginnt ihr zu leuchten. People notice you, remember you. Die Leute werden das bemerken, die meisten völlig unbewusst, und sie werden sich an euch erinnern. And you fill their day with gratitude. Und was ihr dann gemacht habt durch euer Strahlen, ist, dass ihr
den Tag der Leute, die ihr trefft, im Laufe des Tages, füllt mit Dankbarkeit, weil ihr so So- strahlt. I give you an example. Ich gebe euch ein Beispiel. So I went to the Russian embassy today Ich war heute bei der russischen Botschaft, to organize a visa to visit Russia again. um ein Visum zu organisieren, damit ich nach Russland kann. And I forgot that there were forms I had to fill in. Und ich habe völlig vergessen, dass da Formulare gibt, die ich vorher ausfüllen hätte sollen. But the young lady that was behind the counter that served me, Aber die junge Dame, die hinter dem Tresen gesessen hat und mit mir gesprochen hat, she's remembered me from every visit I've made there. die hat sich erinnert an jeden Besuch, weil ich war schon einige Male dort. So we had a good little giggle, a So. laugh. Haben wir halt einfach über meine Ungeschicklichkeit ein bisschen gelacht. And I was able to, leave her laughing as we went out to Und go ich- away. War wirklich in der Lage, ich bin lachend rausgegangen und sie hat auch gelacht, wie ich gegangen bin. And I'm welcome back next week. Und ich bin willkommen, nächste Woche nochmal zu kommen. You know, how many times have you been served with something and then they're leaving grumpy because you've forgotten something? Und wie oft ist euch das passiert, dass jemand euch bedient hat und die waren dann grantig, weil ihr was vergessen habt? The last time I was in there, my visa was approved before I left the room, but I had all the That's- forms. This time Das not. letzte Mal wurde mein Visum ja, ausgestellt, bevor ich überhaupt noch den Raum verlassen hatte, aber dieses Mal halt nicht, weil Rushed. letztes Yeah. Mal hatte ich halt alle Formulare. Aber ist egal. Yeah. And there's people all around the world that remember this crazy Kiwi that made them feel happy. Und es gibt Leute auf der ganzen Welt, die erinnern sich an diesen verrückten Kiwi, einfach nur, weil sie mit ihm gelacht haben und Spaß hatten und glücklich waren. The chef that cooks the steaks at the steakhouse at Wellington takes me to in Cologne. Zum Beispiel der Koch, der Steakkoch in Köln im Steakhouse. Da Even will the er- manager or owner remembers me Sogar der Besitzer erinnert sich an mich von dem Steakhouse, because I make a point of saying thank you. weil es für mich wichtig ist, dass ich immer meine Dankbarkeit wirklich äußere der Person gegenüber. Der Herr an der Käsetheke auch. Yes, the one in the supermarket behind the counter that is responsible for the cheese. Yeah. He even remembers the cheese I buy. Ja, Genau. der weiß, welchen Käse Greg haben möchte, während Greg natürlich nicht mehr weiß, welcher Käse das war. Aber der wunderbare Unterschied zwischen Greg und vielen anderen Menschen ist ganz einfach, er ist authentisch mit seiner Dankbarkeit. Es ist keine aufgesetzte Ja, Dankbarkeit, ja. sondern er ist wirklich authentisch damit. Und Ja, das macht den Unterschied. and Das the merke big- ich in meinem Alltag auch. Danke. And the big difference between Greg and other people is that Greg is authentic. His gratitude is real when he expresses it, and it's not something that you're using or playing. You're not playing it. It's really a deep gratitude that you feel from inside and that you express, and that makes a big difference for Miriam because she also meets other people in her everyday life. Yeah. I hate it when people tell me they love me, but the whole body's screaming, go away. Ich hasse es, wenn Leute mir sagen, dass sie mich lieben, aber ihr ganzer Körper schreit, geh weg. So thank you everybody for coming on the call. It's really cool to see Hold some. on for a second, Mr. Bryars, you're too fast. I'm not. I'm just saying Yeah. my bit before you say your bit. That's not appropriate. Also Jawohl. für all die Lust haben, dieses Wirrwarr in ihrem Hirn, in ihrem Körper, in ihren Definitionen von Emotionen zum Beispiel,
zu sortieren und zu verändern und mal zu schauen, okay, was ist es jetzt wirklich und was davon ist jetzt dran loszulassen. Damit sie weitergehen können und mehr kreieren für sich. Genau. Sind natürlich alle herzlich willkommen im August in St. Pölten in Österreich im Alchemiekurs vom 6. bis 8.8. Und wer sagt, okay, kriege ich nicht hin, however, 17. bis 19.11. wird Greg in Dresden zu Gast sein. Danke, liebe Angela. Und auch da gibt es die Möglichkeit, und natürlich gibt es die Möglichkeit auch in beiden Kursen, überhaupt gar kein Problem. Fragt einfach und ja, für all die, die sagen, mehr Klarheit davon will ich haben, herzlich willkommen und eine gute Zeit bis dahin. Jawohl, ja. Oh, yes, sie erinnert mich wieder an das, was ich vergessen habe. Wer natürlich ganz gerne schnell eine Session haben möchte, kann auch bei Greg eine Session online buchen. Und in den Kursen, also während der Kurszeit, vor den Kursen und abends nach den Kursen, sowohl St. Pölten als auch Dresden, ist es ganz leicht, eine 1:1 Session zu haben von einer Stunde. Und da wäre es einfach lieb, wenn ihr Bescheid gebt für den Fall, dass das was ist, wo ihr Lust zu habt. Und wem gebt ihr Bescheid? Für St. Pölten der Claudia oder mir und für Dresden der Angela, der Claudia oder mir. Für den Fall, dass ihr Sessions haben wollt. Genau, in Dresden wird die Angela unser entzückender Host sein. Wir Genau. freuen uns schon sehr. Also habt einen wundervollen Abend. Have a wonderful evening. And if you want to know what a session is like online, talk to Carolyn. Ja, und wenn ihr wirklich wissen wollt, wie so eine Online-Session sich abläuft oder wie das überhaupt funktionieren kann, eine Session von Greg online zu haben und ob das wirklich eine gute Sache ist, weil Greg ja bekannt ist dafür, dass er Körper berührt. Und ihr euch das nicht vorstellen könnt, dass das online auch funktioniert, dann schreibt Caroline Kokal an. Good one. Weil, oder Gudrun, die haben schon Online-Sessions gehabt und Caroline kann genau Und Jessie beschreiben. Jessie auch. Caroline kann präzise beschreiben, wo Greg sie gerade energetisch berührt und wie sich Dinge im Körper tatsächlich verändern, unmittelbar, wenn man eine Session mit Greg hat, selbst wenn man ein körperliches Thema hat. Unglaublich. Habt ein wunderschönes Wochenende. Have a wonderful weekend. See you all soon somewhere. Wir sehen uns bald irgendwo. And if you can think, if you have a question that you'd like to have a Zoom about, Mrs. Melanie and Claudia, and we'll create one. Wenn ihr eine Frage habt, über die ihr sprechen wollt, Angela hat uns schon einen Tipp gegeben fürs nächste Mal, dann schreibt mir oder Melanie Or Jessie. Oder Jessie oder Angela und wir haben ein Thema für einen neuen Zoom. Habt einen wunderschönen Abend. Danke fürs dabei sein. Schönen Abend. Nice to see you, Matthias. Ciao. Bald. Ja. Tschüss. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Danke. Bye. Ciao. Thank you. Thank you, Greg. You're Can you welcome. stop the recording, please? Ah, Jawohl. ja. Thank you. Find where to stop the recording. Somewhere.